Guten Morgen. Ich habe gestern tatsächlich nichts mehr groß gemacht, außer zu baden und mir bei so einem Laden um die Ecke einen Burger zu holen. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, haben mir auch so meine Beine wehgetan, weil ich für meine Verhältnisse die letzten 2 Tage richtig viel gelaufen bin. Ja, jetzt bin ich schon geduscht, war schon unten beim Frühstücksbuffet. Das war im Hotelpreis mit inbegriffen. War auch ein echt gutes Buffet und wie ihr wisst, ich liebe Frühstücksbuffets. Da ich ja in der Geburtsstadt von Hans Christian Andersen bin, ist mein Plan für heute, ins Hans Christian Andersen Museum zu gehen. Da habe ich mir gestern Abend auch schon online ein Ticket gebucht. Das muss man dann nämlich machen. Ich glaube, es hat nichts mit Corona zu tun, weil das ist hier ja eh nicht mehr so präsent, sondern einfach, weil es da wohl auch Tage gibt, wo alles ausgebucht ist. Als ich es gebucht habe, waren aber noch relativ viele Slots frei und wenn man sich dieses Ticket holt, kann man auch noch in 2 andere Museen gehen. Die Eintrittspreise für Museen, die haben es hier auch schon echt in sich. Also sowohl gestern das Freilichtmuseum als auch das Hans Christian Andersen Museum haben jetzt umgerechnet so knapp 20 € gekostet. Reicht dann auch. I've been out of my head, can't get out of bed. Too much on my brain, but got it good, can't complain. It's like I'm losing my mind, and time's hard to find. What's a girl gotta do to catch a break up? When life tries to test me, I take it one day at a time. 'Cause I was crying yesterday, but look at me today. It has been so long since I wrote a sad song. Sunshine on my face, I'm feeling okay. Nothing's in my way. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. I put a dress on today, I don't care what you say. And I'm ignoring my phone, so don't try to reach me. I can't do nothing for you, so don't ask, I ain't coming through. 'Cause I'm running away to my own world, that's where I'll stay. When life tries to test me, I take it one day at a time. Ich glaube, hier ist das Geburtshaus von Hans Christian Andersen oder so. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie die Straßen in Disneyland oder Europapark oder so. Wieso ist es so windig in Dänemark? Ah. Okay. Ich fand das Hans Christian Andersen Haus richtig schön, also richtig schön gemacht und man hat auch so Voice Guides bekommen, das heißt, man musste eigentlich so gut wie nichts lesen. Fand ich auch ganz gut, weil das finde ich bei manchen Museen irgendwann dann einfach ein bisschen anstrengend, wenn man sich die ganze Zeit so ewig lange Texte durchlesen muss. Außerdem war das Ganze auch so ein bisschen interaktiv, das heißt, immer wenn man sich einem bestimmten Platz genähert hat, hat man dann quasi den dazugehörigen Sound gehört. Allerdings gab es den Voice Guide jetzt, glaube ich, nicht auf Deutsch. Zumindest habe ich es mir auf Englisch angehört, was vielleicht mit kleinen Kindern dann eher ein bisschen blöd ist. Also ich war jetzt knapp 1,5 Stunden drin und habe jetzt doch noch ein bisschen Zeit übrig. Und in meinem Ticket ist ja dann noch der Eintritt ins Montergarden Museum. Ich dachte, das wäre voll weit weg, aber ich glaube, das ist gerade einfach da drüben über die Straße. Deshalb werde ich da jetzt einfach nochmal hingehen.
neben der Hauptausstellung über die finnische Geschichte haben die hier noch so kleine Nebenausstellungen, so kleine Häuschen, wo man reingehen kann. Das ist jetzt eine Ausstellung über weibliche dänische Fotografin, wenn ich das richtig verstanden habe. Auch irgendwie krass, weil ich die Einzige in diesem Gebäude bin gerade. Und ich finde, hier merkt man auch irgendwie wieder, wie vertrauensvoll die Dänen sind, weil in keinem dieser anderen Gebäude wird kontrolliert, ob man ein Ticket hat oder nicht. Und die sind halt von der Straße schon öffentlich zugänglich. Ich hatte auch hier so ein Band gekriegt, dass man sieht, dass ich Zutritt habe. Nur ist halt niemand da, der danach guckt. Ich bin mir nicht sicher, ob man die Sachen hier anziehen darf. Vielleicht probiere ich es einfach mal. Sieht auf jeden Fall so aus, als sollte man da sein Handy reinlegen. Ja, warum nicht? Ich habe mir gerade meine Videos von eben angeguckt und ich nehme an, man hätte das Ding hier mehr mittig platzieren müssen, um dann auch das hier mittig drauf zu haben. Aber ist ja auch egal. Außerdem habe ich hier diese Wand gesehen. Und zwar kann man die Bilder, die man da gemacht hat, mit dem Hashtag Iskigen Odense posten. Aber da ich auf Instagram ja nicht so aktiv bin, werde ich das nicht tun. Aber ist auf jeden Fall auch irgendwie echt ganz cool gemacht hier. So, Leute, ich bin zurück am Hotel, um jetzt gleich meinen Rucksack zu holen und dann mit dem Flixbus zurück nach Kopenhagen zu fahren. Ich habe vorhin gesehen, dass der nicht, wie ich ursprünglich dachte, vom Hauptbahnhof abfährt, sondern weiter südlich. Das heißt, da muss ich jetzt auch erst noch mal hinfahren. Auf jeden Fall hätte ich locker noch mehr Zeit im Mortergarden, dem zweiten Museum, verbringen können. Das war auch richtig cool gemacht, aber da gab es halt auch viel zu lesen. Und ich muss gestehen, da war ich gerade nicht so in der Stimmung für. Unter anderem, weil ich auch ein bisschen Kopfschmerzen gekriegt habe. Wahrscheinlich, weil ich heute noch so gut wie kein Wasser getrunken habe. Deswegen habe ich mir dann eben im Supermarkt auch nochmal eine Flasche Wasser besorgt. Auf jeden Fall war das auch der erste schöne Supermarkt, in dem ich hier gewesen bin. Also davor war ich nur in Rema oder so, Lidl und Also Føtex ist so das, was ich mir unter einem dänischen Supermarkt vorstelle, nämlich modern und schön und einfach irgendwie cool. Das war jetzt auf jeden Fall mein kleiner Trip nach Odense. Also mir hat es hier richtig gut gefallen. Ich freue mich jetzt aber auch drauf, wieder zurück nach Kopenhagen zu fahren. Macht's gut!